Wie ihr seht, haben wir wieder festen Boden unter den Füßen und wir dachten, wir zeigen euch mal die ersten Schritte, wenn wir wieder an Land sind, wie wir so anfangen, wie man weitermacht. Ja, viel Spaß! Hallo von den Spirebus. Wie ihr seht, sind wir nicht mehr auf der Stahlratte und die Kinder, ja, Mattes kann man auch halb dazu zählen, genießen gerade so richtig wieder Boden unter den Füßen zu haben. Wir vermissen das Schiff ein bisschen, aber Land hat auch seine Vorteile. Und auch wenn das Video hier nicht super gelungen und speziell ist, dachten wir machen es mal für euch, um euch zu zeigen, was die ersten Schritte sind, die wir an Land wieder machen, um selbstversorgerisch leben zu können. Das ist für uns selber ganz interessant und wir dachten, wir halten die Schritte einfach mal fest, um euch zu zeigen, dass man nicht direkt so ein Überstürmer sein muss und dass das nichts mit Romantik zu tun hat oder mit friedlich abends Lagerfeuer, sondern dass es ganz andere Schritte gibt, die einem dabei helfen, als Selbstversorger zu leben. Und vor allen Dingen wollten wir euch zeigen, dass es immer am Anfang mit Kompromissen verbunden ist und es eben nicht von heute auf morgen geht, dass man sich 100%ig selbst versorgt. Das ist eine Illusion. Ich glaube schon, dass das geht. Aber man muss den Schritt dahin erstmal gehen. Und das ist halt so eine Stück-für-Stück-Sache, die man konsequent durchziehen muss. Daher dieses Video. Ich gehe mit euch mal durch. Anna Brot backen, Holz machen. Die ersten Schritte, die wir einfach an Land gemacht haben. Genießt die Bewegung, wir machen es auch. Tschüss. Also das war die erste Nacht. Ab 5 waren die Kinder wach. Wir haben super nasses Holz, aber es funktioniert. Ich mache so einen Blick in die Runde. Sehen wir sieht das Handy überhaupt irgendwas durch? Das Handy sieht alles, mein Schatz. Das ist die Essecke. Barb, hellwach. Nee. Aber die Küche ist echt ganz super. Kann man sich nicht beschweren. Ein bisschen Wassermacher gleich mitmachen. Okay, dann. Tschüss! Könnt ihr den Qualm sehen? Nasses Holz. Ist wie ein Togo. Heute ist der 7. Tag. Wir sind jetzt genau eine Woche wieder an Land. Die Kinder haben ein Volleyballnetz gefunden. Das ist der Eingang zum neuen Haus, das wir gemietet haben. Wir haben Zelte aufgebaut. Da ist vor allen Dingen einfach Lagerstätte momentan noch, wohnen wir da nicht drin. Hier ist der Ausblick von La Gomera. Wie immer das typische Zeichen, die Wäscheleine. Hier geht es zum Haus. Ihr könnt in der Mitte vom Bild den Wassermacher sehen. Den haben wir direkt mal angeschlossen, um sauberes Trinkwasser zu haben. Das Erste, was wir ins Leben gerufen haben, ist wieder die offenen Feuerstellen, wie wir sie in Togo und in Bulgarien schon hatten. Man wird schwarz, aber man spart Gas, Strom und alles andere. Und Holz findet man hier gut. Das hier ist jetzt unser Mittagessen. Dann haben wir Glück, dass es hier im Haus einen Backofen gibt. Bitteschön. Da ist auch das Brot drin, deswegen kann ich nicht aufmachen, aber ihr werdet gleich sehen, wie Anna den Teig knetet und wie alles rausgeholt wird. Das zeige ich euch noch. Nicht da reinschmeißen. Nein! Shit! Hier könnt ihr Margot sehen. Das war mit das Erste, was wir gemacht haben, als wir wieder an Land waren, Holz zu machen. Das hier hat uns ein Freund hier aus der Gegend hat uns geholfen, das hier hinzuschaffen. Das müssen wir noch klein machen. Aber Backofenholz bleibt halt groß. Das hier ist jetzt kleines, gespaltenes Holz. Das liegt da zum Trocknen, weil das Wetter so feucht momentan ist. Wir haben schon die ersten vorgezogenen Pflanzen. Für den Garten, der da noch folgen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Wir haben als erstes mal gut frei gemacht. Auch die Freifläche, die ihr hier sehen könnt, die war zugewachsen. Ist erstmal alles gründlich geputzt worden. So, hier kann man gut sehen, Margot macht Holz, Elisabeth sägt Holz. Holz, Holz, Holz. Brauchen wir zum Heizen, zum Kochen und zum Brotbacken. Ja, der Wassermacher hier, der holt das Wasser aus der Wasserleitung. Da ist das angeschlossen. Dann filtert er das, dass alles rausgeholt wird an Chlor und so weiter. Das gute Wasser füllen wir in den Kanister, den seht ihr da unten. Und das Restwasser geht in Eimer und wird zum Spülen benutzt, zum Wäschewaschen. Da haben wir reichlich Verwendung für. Die Küche von innen. Hallo! Hallo! Hier haben wir auch erstmal frei gemacht, dass hier wirklich Platz ist. Die Veranda geputzt, hier war alles ziemlich zugestellt. Die Kühlschränke, die waren schon im Haus. Habe ich ja schon gesagt, wir sammeln reichlich Holz. So, jetzt gehen wir mal rein. So, das hier ist die Küche, wie sie aussah. Heute kochen wir drin, weil es viel geregnet hat. Wir haben auch einen Gaskocher. Das wollen wir nicht verschweigen, weil am Anfang war das Holz sehr, sehr feucht. Aber weitestgehend wird draußen gekocht. Boah. Genau.
Das Fenster, das Haus hat auch einen offenen Kamin, den wir gut benutzen, um heiß zu machen. Barbara spült die Brotbackschüsseln. Und ihr seht, wenn man wirklich selbstversorgerisch leben will, es kommt gar nicht mal nur auf die Optik an. Wir haben alte Schränke und alles, was hier drin war. Wir haben es geputzt und haben es behalten. Und versuchen uns jetzt erstmal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Holz zu machen, frei zu machen. Wir haben angefangen, selber Brot zu backen. Die Bäckerin. Die schnappe ich mir später noch. Am besten lässt du die Tür mal auf. So, ich spring's mal mit euch. Das hier ist ein Zimmer. Ich hoffe, das bleibt die ganze Zeit scharf. Hier schlafen 8 Leute drin. Das hier ist das zweite Zimmer. Ich weiß, was ihr denkt. Oh Gott, wie sieht es denn hier aus? Hier schlafen 10 Leute drin. 4 Erwachsene und 6 Kinder. Das ist eine gute Entschuldigung, warum es so aussieht, gell? Wir haben uns jetzt auch nicht wirklich darum gekümmert, dass wir ein super Zuhause und ein Zimmer haben. Das hier ist halt eine Zwischenstation, das ist gemietet. Es wird nicht andauernd hier bleiben. So, ich gehe mit euch mal um das Haus herum. Das hat hier automatisch schon sowas wie einen Speicher, wie einen Lagerraum. Den haben wir auch gut genutzt. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich weiß nicht, ob man das von hier gut sehen kann. Nee, ich muss da mal hingehen, Sekunde. So, da oben in der Mitte, Moment, ich zoome mal näher ran. Da sind die Wassertanks im Wald versteckt. Das ist ein Auffangbecken. Das erste, was wir gemacht haben, als wir angekommen sind, wir haben die erstmal geputzt. Weil die waren offen und die waren dreckig. Die haben Mathis und Kulani sauber gemacht. Hier führte die Rohrleitung runter. An Elisabeth vorbei in die Küche. Hier lagern Lebensmittel in Fässern, sauber verpackt. Hier ist wie Togo und Bulgarien. Wir haben alle Macheten in Bulgarien gelassen. Und haben uns hier direkt neue angeschafft. Die liegen ganz oben, damit die Kinder nicht drankommen. Das ist immer das beste Werkzeug zum Freimachen ohne Strom. So, man kann hier Mr. Milan sehen, der sich hinter der Palme versteckt hat, um irgendeinen Unfug anzustellen. Auch das gehört momentan ein bisschen dazu, Computer und Text zu schreiben. Das hier ist so ein Beispiel für Einfachheit. Wir haben hier diesen Kiesweg aufgeschüttet und den so ein bisschen, damit man gut laufen kann. Aber damit wir die ganze Veranda nicht dreckig machen, haben wir einfach so ein Eisenrost auf 2 Hölzer genagelt. Da kann man sich dann die Füße dran sauber machen. Einfach, aber gut. Was wir auch schon seit Afrika machen, ist, dass wir nicht staubsaugen. Wir fegen immer alles. Und Wäsche wird in Eimern gewaschen, von Hand mit Seife. Das ist auch die einfachste Methode. Und geht halt auch echt immer, man braucht keine Waschmaschine. Das hier sieht jetzt für euch wahrscheinlich nur noch grün aus. Hier ist die Begrenzung zum Haus. Dann geht es hier weiter runter ins Tal. Aber es ist alles terrassiert und ich weiß, ihr könnt es gerade wahrscheinlich nicht gut erkennen. Wir haben da unten schon ein Stück frei gemacht und haben da schon Salat gepflanzt. Das war mit das Erste, was wir hier gemacht haben. Die ersten Schritte halt. Der Salat wächst schnell und dann können wir bald ernten. Das hier ist so was ganz Banales, wo ihr euch wahrscheinlich fragt, warum haben wir das überhaupt gefilmt. Aber auf einem Stahlschiff gibt es nicht viel Möglichkeit zu buddeln und zu graben. Und das hat man schon gemerkt, dass das den Kindern einfach gefehlt hat, weil es nichts mehr gibt, wo die einfach sich mal reingraben konnten. Das ist der zweite Brotversuch. Wie man sieht, geglückt. Dinkelmehl mit Hefe. Für Sauerteig, soweit sind wir noch nicht, das kommt noch. Ein Blick nach rein, drin. So sieht der Backofen aus, der anderen Weg. Fürs Auto habe ich mir 2 Leute aus der Gruppe vor die Kamera geholt. Das ist die Jüngste mit 1,5 und die Älteste mit 65, um zu zeigen, dass Neuanfänge schwierig sind und auch eigentlich Kopfsache. Weil sie ist schon reingeboren in ständige Veränderungen und trotzdem geht es ihr gut und sie kommt auch super damit klar. Und bei Gabi muss man sagen, ich spreche jetzt einfach mal in deinem Namen, die hat bis jetzt alles mitgemacht und kommt trotzdem immer weiter. Egal wie alt sie ist. Ich wollte mir nur noch mal so kurz gesagt haben zum Thema Flexibilität. Das ist nämlich eigentlich alles, auch bei allen Veränderungen. Weil wenn man sich dafür scheut, was Neues anzufangen, macht man es auch nicht. Da verbaut man sich eigentlich selber den Weg. Uns hat hier eine neue Aufgabe hierhin verschlagen. Und Jürgens schamanische Arbeit ist uns sehr wichtig hier in der Gruppe. Und deshalb sind wir alle hier. Und
ja, wir möchten alle gerne dabei sein, um ihn zu unterstützen in allem, was da noch kommen wird. Was sind wir ohne die Heimat in uns selber? Was sind wir ohne Vertrauen? Und was sind wir ohne die wahre Liebe, die wir nicht verspüren und die wir so auch nicht weitergeben können? Ich hatte das Glück, in jungen Jahren einen Freund und Begleiter zur Seite zu haben. Diesen Freund und Begleiter war nicht nur mein Freund und Begleiter, sondern auch mein Ratgeber und Lehrer. Und das Besondere ist, dass bei all den Dingen ich immer ich selber sein durfte. Nochmal. Super. Ja, inzwischen hat unser Weg uns nach La Gomera geführt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, und ihr habt gesehen, dass wir in einem Mietshaus wohnen. Wir fangen bald so richtig an, nochmal durchzustarten, aber wir verraten noch nicht genau wie, bis alles in trockenen Tüchern ist, wie man so schön sagt. Und wenn euch die schamanische Beratung interessiert oder ihr mehr darüber wissen wollt, dann in der Videobeschreibung unten verlinke ich euch mal die neue Homepage, die wir dazu haben. Ja, wir sehen uns, ne? Ciao, ciao.